Sprichwort sagt, so wie man sich bettet, so liegt man. Das gilt natürlich nicht nur zu Hause, sondern das gilt natürlich auch für unterwegs, im Wohnmobil, im Reisemobil. Ihr seht's, liege ich nun hier richtig, wie wir uns jetzt gestellt haben auf diesem Platz oder nicht. Heute geht es aber nicht um unser Bett, um unsere Matratzen, sondern heute geht es um die Ausnivellierung vom Reisemobil. Seid gespannt, alles Nähere hier dazu in dem Video. Ja, und bei der Kreuzwaage haben wir immer das Problem gehabt, vom Fahrersitz aus her konnte man die Waage nicht einsehen, da die Waage ja hier auf dem Tisch liegen musste. Jetzt haben wir uns was angeschafft im neuen Jahr. Ihr kennt uns ja, wir testen die Equipments mehrere Wochen aus. Jetzt haben wir seit Mai das neue Produkt, und zwar, das wollen wir euch mal zeigen, und zwar von Steadicam. Hier kann man sein Wohnmobil ausnivellieren, ausrichten, ob man gerade steht vom Fahrersitz aus. Wir haben das jetzt mehrere Wochen ausgetestet für euch, das Steadicam, und wir geben euch mal das Resümee. Wir sind begeistert, denn wir können das Wohnmobil vom Fahrersitz her ausnivellieren. Das heißt, das kommt ins Cockpit rein, das werden wir euch auf jeden Fall mal zeigen. Hier gibt es zwei verschiedene Größen. Da müsst ihr dann schauen, wenn ihr das nutzen wollt, einmal die Größe für das Modelljahr 2019, so wie wir das haben, und einmal für das Modelljahr 2020. Das hängt ganz einfach damit zusammen, wo Steadicam eingebaut wird, im Cockpit die Maße für diese Aussparung. Was ist jetzt hier bei Steadicam, wenn wir das bekommen, im Lieferumfang enthalten? Hier haben wir das ursprüngliche Gerät drin. Die Abdeckkappe mit Magneten ist hier befestigt in diesen 4 Löchern, die wir hier haben. Das ist im Lieferumfang enthalten. Dann haben wir eine Beschreibung von Steadicam. Dann ist enthalten eine Batterie und wir haben noch einen Imbusschlüssel. Der ist hier im Lieferumfang ebenfalls mit enthalten. So, liebe Freunde, und wir werden das Ganze jetzt mal installieren, um euch zu zeigen, wie das Ganze im Fiat Cockpit verbaut wird. Ja, liebe Freunde, hier haben wir die Aussparung im Cockpit. Das ist jetzt das Modelljahr bis 2019. Das Steadicam kommt jetzt hier rein in diese Vorrichtung. Als erstes müssen wir hier diese Gummimatte, die hier eingelegt ist, entfernen. Und dann werden wir hier das Ganze noch mal ein bisschen reinigen. Wir machen das Ganze mit einem Desinfektionstuch sauber, schön, damit die Klebestreifen schön halten. So, und das sehen wir, das wischen wir gleich mal mit ringsrum ab. So, lassen das ein wenig antrocknen und setzen dann das Steadicam hier ein. Hier haben wir jetzt das Steadicam. Wichtig ist zu beachten, wir haben hier auf dieser Seite den Lichtschalter und auf der anderen Seite das Batteriefach. Die Batterie setzen wir dann noch ein. Jetzt schauen wir erstmal, ob das jetzt so passt. So, die Batterie ist ja im Lieferumfang enthalten gewesen. Die nehmen wir jetzt hier mal raus. So, wir haben die Batterie, der Pluspol nach oben, und wir schieben das mal rein. Klack. Und jetzt sehen wir hier oben das Licht, und das ist vom Fahrersitz aus wunderbar zu bedienen. Das setzen wir jetzt mal ein. Das Ganze wird dann so eingesetzt. Wichtig dabei achten, dass der Schalter für das Licht auf die Beifahrerseite zeigt. Somit zeigt die Batterie hier auf die Fahrerseite. So, dann entfernen wir hier diese Sicherungsstreifen für die Klebepads. So, und setzen die Steadicam
ein. Jetzt drücken wir hier unten auf die Platte drauf, damit das richtig fest wird. So, jetzt kommen wir zu der ganzen Geschichte auskalibrieren von der Steadicam. Das Auskalibrieren ist natürlich ganz sehr wichtig. Auskalibriert wird die Steadicam dann mit dem beigefügten Imbusschlüsseln an den 4 Schrauben, hier rechts und links. Wichtig aber, bevor ihr das Ganze auskalibriert, dass ihr das Wohnmobil, das Reisemobil in Waage bringt. Am besten macht ihr das mit eurer Kreuzwaage, wie wir es hier haben, oder ihr könnt euch auch eine herkömmliche Wasserwaage nehmen. Das Wohnmobil steht in Waage. Moment, einmal noch mal quer schauen. Wo haben wir es? Hier steht in Waage. Wunderbar. So, und somit haben wir jetzt das ganze Wohnmobil in Waage. Und wie wir es jetzt hier sehen können, ist diese Luftblase von Steadicam hier schon in der Mitte. Wir können auch noch mal das mit dem Licht anmachen. Hier sehen wir es noch mal ganz genau. Unsere Luftblase ist hier schon genau in der Mitte. Befindet sich die Blase hier auf der linken Seite, muss ich rechts nach oben. Befindet sich die Blase hier, muss ich links nach oben. Ist im Grunde genommen ganz einfach, das Wohnmobil auszurichten. Wir haben das Ganze jetzt schon fertig auskalibriert. Unsere Blase ist in der Mitte. Wir stehen praktisch in Waage. Wir brauchen jetzt hier an Auskalibrierung nichts mehr vorzunehmen. Zum guten Schluss kommt dann hier auf unsere Steadicam noch diese Abdeckung drauf und somit schaut das Ganze hier wunderbar abgeschlossen aus. Ihr seht es, ich habe hier das Licht noch an. Ich mache mal das Licht aus. Wir haben ja Tageslicht. So schaut das Ganze aus in unserem Fiat Cockpit. Können wir wunderbar anhand von dieser Möglichkeit unser Wohnmobil vom Fahrersitz wunderbar her ausnivellieren. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, das ist das Gadget, die Steadicam, die wir schon seit mehreren Wochen hier im Wohnmobil eingebaut haben. Das haben wir uns im Mai diesen Jahres einmal zugelegt. Wir finden die Geschichte super für diejenigen, die Probleme haben, wie wir mit der Ausnivellierung bzw. ein passendes Gadget für sich finden wollen, die schon einmal darüber nachgedacht haben, vom Fahrersitz aus das Wohnmobil auszunivellieren bzw. zu schauen, wie das geht. Natürlich ist das interessant. Wir werden auf jeden Fall alles nochmal hier unten in der Videobeschreibung verlinken, wo ihr das beziehen könnt, wo ihr das bestellen könnt. Und wir wünschen euch weiterhin viel Spaß, gute Reise, bleibt schön gesund und wir sehen uns natürlich wie immer auf den schönsten Plätzen der Welt. Bis dahin, tschüss!